Hallo, schön, dass du bei mir vorbeigeschaut hast. Herzlich willkommen. Ich bin Anja. Ich unterrichte Yoga. Yoga ist meine Leidenschaft und das Unterrichten ist meine Leidenschaft. Und ich würde dich gerne heute zu einer Yoga-Session einladen, die sich wunderbar für den Abend eignet. Wir werden den Körper langsam und sanft bewegen, versuchen, die Blockaden zu lösen, die sich am Tag aufgebaut haben, möglicherweise, und versuchen mit der Atmung richtig schön die Ruhe finden und Zufriedenheit von dem Tag und am Ende des Tages. Du würdest für diese Praxis heute 2 Blöcke brauchen. Wenn du keine Blöcke besitzt, kannst du gerne 2 dickere Bücher nehmen. Das ermöglicht dir auf jeden Fall, so in den Positionen ein bisschen höher zu kommen, und die unterstützen dich in der Praxis wunderbar. Deswegen gerne etwas zur Seite legen, und eine rutschfeste Matte ist immer eine gute Sache, dass du dich in den Positionen nicht ärgerst, wenn du rutscht und nicht stabil bist. Vielleicht auch eine Decke, wenn du auf einem harten Boden die Yogastunde machst, für deine Knie. Wenn du empfindliche Knie hast, dann würde ich mich gerne auch mit einer Decke ausstatten. Ich habe hier einen Teppich drunter, eine schöne dicke Matte. Insofern für meine Knie ist das kein Problem. Schau, was du brauchst, und wir treffen uns auf der Matte, wenn du soweit bist. Wir starten in der weiten Kindeshaltung. Weite Kindeshaltung meine ich mit geöffneten Knien. Und du gehst mit den Armen nach vorne. Du kannst dir gerne einen Block nehmen unter deine Stirn, damit der Nacken so schon ein bisschen länger ist. Und dann die Stirn da drauf legen, die Unterarme um den Block. Oder aber du kannst deine Arme nach hinten bewegen, und sodass deine Schulter so ein bisschen tiefer nach unten kommen und du ein bisschen vielleicht mehr Entspannung in dem Schulterbereich findest. Für mich ist gerade der Block vielleicht ein bisschen zu hart. Man kann immer eine Decke drüber legen oder aber 2 Hände über deine Stirn, und das fühlt sich wirklich auf jeden Fall angenehm an. Und darauf kommt es an, dass du deine Praxis für dich angenehm und stabil gestaltest, dass du nicht durchkämpfen musst durch die Stunde oder durch die Klasse, sondern einfach so nach deinem Körper handeln kannst und dir das ja so weit zugänglich machst, wie es möglich ist. In deine Kindeshaltung, lass deine Schulter richtig schön schwer Richtung Boden fallen, dein Becken auf deine Fersen. Wenn du nicht zu den Fersen kommst, natürlich kannst du ein bisschen erhöhen und dich mehr aus dem Oberkörper so abstützen. Also das musst du auch schauen. Einige mögen das auch, die Zehen aufgestellt haben. Also schau, dass das für dich eben das Richtige ist. Und hier kannst du kurz für dich ankommen. Da wir diese Praxis am Abend bevorzugsweise machen, kannst du vielleicht einen Tag Revue passieren lassen. Einmal ohne alles zu bewerten, was heute passiert ist. Einfach mal das einmal in Erinnerung rufen, so wie Bilder vor deinem inneren Auge vorbeiziehen lassen, wie die Wolken am Himmel. Und dann langsam diese Ruhe finden, Ruhe, wo du deinen Atem richtig hören kannst, deinen Atem wahrnehmen kannst. Stell dir vor, du atmest in die Rückseite deines Herzens, so zwischen deine Schulterblätter. Und dass der Atem immer so ein bisschen
länger wird, die Ein- und vor allem die Ausatmung länger. Spür die Dehnung in deinem Becken, in deinem Rücken. Und in dieser Vorbeuge oder in allen Vorbeugen ist das so, dass der Kopf tiefer als dein Herz ist und somit handelst du intuitiver und mehr aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus und nicht immer den Verstand in alles mit einbeziehen, sondern eher dein Gefühl und deine Intuition. Sehr schön. Noch einmal tief einatmen und lass alles raus, was dich belastet, was du nicht mehr brauchst, was dir nicht mehr dient. Super. Und dann langsam kommen wir in Vierfüßlerstand, das heißt, ruhig deine Knie mehr unter deine Hüfte bewegen, die Hände leicht nach vorne, dass sie über deine Schulter kommen. Und du schaust nach vorne, kipp dein Becken für die Kuh. Schulter gehen leicht nach hinten mit der Ausatmung über die Katze, gehe zurück in die Kindeshaltung. Diesmal bleiben Arme durch. Atme ein, wieder nach vorne, komm in eine schöne Welle, schaue vor, Becken kippen, atme aus, Katzenbuckel und auf deine Fersen. Und wiederhol das ein paar Mal. Du bewegst dich mit deiner Atmung und nicht gegen deine Atmung. So ist das immer am schönsten, am natürlichsten für den Körper. Einatmen, Becken kippen und natürlich für den Geist atme aus. Das alles auf eins arbeitet, auf dein Wohlfühl, auf ein gutes Gefühl und dass du dich wirklich wohl in deinem Körper fühlst und mit dem, was du tust. Den Becken kippen. Und noch einmal. Genau. Und jetzt kannst du gerne die Hände ein bisschen weiter schieben, sodass du dein Brustbein und das Becken ein bisschen mehr nach vorne bewegst, beziehungsweise nach unten das Becken. Und mit der Ausatmung zurück in die Kindeshaltung. Jetzt hast du es ein bisschen mehr Weite in den Schultern und in den Seiten. Über Katze nach vorne. Lass dein Becken nach unten fallen. Kontrolliert, Schulter nach hinten. Mit der Ausatmung zurück in die Kindeshaltung. Mach das noch 2-3 Mal in deinem Tempo. Dein Tempo ist die Geschwindigkeit, in der du atmest. Nochmal, das ist für den Abend und versuch da keine Eile zu haben, sondern eher wirklich ganz entspannt und ganz natürlich bewegen. Über eine Welle vor und letztes Mal und komme in den herauf, schauen rund. So eine Option mit Knien nach unten. Wir hängen hier uns ein bisschen aus. Schaukel dich von links nach rechts mit dem Becken. Vielleicht kannst du auch mit dem Kopf so ein wenig drehen, Richtung Fersen schauen. Das ist so wohltuend für den unteren Rücken. Schieb dabei dein Herz nach vorne. Naschen, einen langen Nacken. Atme hier ein und ausatmen. Komm in deinen Heldensitz. Auf deine Fersen. Bring deine Hände zusammen. So wie Namaste. Und dann von links nach rechts deine Hände kippen für die Handgelenke, die wärmen wir jetzt auf. Wir sind viel in dem herabschauenden Hund heute. Insofern wir bereiten schon die Handgelenke vor, dass sie sich nicht überlastet fühlen. Und von hier, ich sag dir von vorne, kreise deine Hände mit ständigem Kontakt zueinander. Das ist auch sehr schön für die Handgelenke. Nach innen, nach außen öffnen, ganz entspannte Schulter dabei. Gut, streck den rechten Arm nach vorne, die linke Hand an den rechten Fingern und zieh die Finger zu dir heran, lass die Schulter nach unten fallen und deine Hand
Gelenk nach vorne. Spür die Dehnung in dem Unterarm und an deine Schulter. Nicht hochziehen, tief lassen. Aufrecht bleiben, hier atmen. Und dann wir wechseln. Jetzt den linken Arm nach vorne, auch wieder hier. So ein leichter Gegendruck mit der rechten Hand gegen die linken Finger und dein Handgelenk nach vorne schieben. Super. Und dann entspannen. Wir kommen wieder in Vierfüßlerstand. Und jetzt stell deine Zehen auf. Mach eine schöne, wie so eine Tischplatte. Ist das quasi, das sieht wie ein Tisch aus, ne? Mit auf 4 Beinen. Die Hände sind diese Saugnöpfe. Spreize deine Finger auseinander und du stellst die Zehen auf. Und jetzt versuch deinen Bauch zu aktivieren. Das heißt, du ziehst den Bauchnabel schön nach innen, damit du kein Hohlkreuz hier machst, sondern im Gegenteil ganz aktiv. Und der Lendenwirbelbereich ist schön gerade flach, wie so eine Tischplatte eben. Und heb deine Knie vom Boden ab. Für 5. Halte. 4, 3, 2, 1. Also schön aktiv aus deiner Körpermitte und komme in den ersten herabschauenden Hund. Dabei kannst du versuchen, deine Beine abwechselnd zu strecken und beugen. Wenn du das Gefühl hast, dass die Position hier vielleicht sich nicht so rund anfühlt, vielleicht musst du mit den Füßen so ein bisschen vorlaufen, ein bisschen nach hinten. Beachte aber, dass deine Hände immer an einer Stelle bleiben. Das ist dein Fundament. Nochmal wie Saugnöpfe, damit du von hier aus dich bewegen kannst. Und wie gesagt, die Füße können ganz entspannt noch hier hin und her so das austarieren. Und lass den Kopf hier wirklich locker, deinen Nacken lang. Und wir laufen an der Stelle jeweils die Ferse zum Boden bewegen. Vielleicht einmal hier so ein bisschen halten. Also wenn ein Knie gebeugt ist, das andere Bein gestreckt, dann merkst du es auf jeden Fall intensiver in deine Wade, ein Kniegelenk und Oberschenkel und das gleiche auf der anderen Seite. Sehr schön. Und lass beide Fersen nach unten fallen, schaue nach vorne und bring den rechten Fuß nach vorne. Der Übergang, du kannst das direkt machen, wenn es natürlich geht. Wenn nicht, bring deine Knie zum Boden und helf dir, den Fuß nach vorne zu bewegen. Jetzt bräuchten wir die Blöcke, die stellen wir auf die höchste Ebene. Blöcke haben 3 Ebenen und dann jetzt die höchste. Und direkt Hände unter den Schultern, deswegen laufe ruhig mit den Blöcken so weit, wie du brauchst. Und mit dem vorderen Fuß auch ein bisschen mehr nach vorne, wenn du das Gefühl hast, hier ist zu wenig Platz. Und das ist es wahrscheinlich, wenn der Fuß zu nah an dem hinteren Knie ist. Bring den Fuß ein bisschen weiter, dass der Abstand zwischen Fuß und Knie ein bisschen weiter ist und du dich ein bisschen mehr hier aus der Hüfte, aus deinem Hüftbeuger bewegen kannst und damit eben mehr für deinen Körper tun kannst. Es ist wichtig im Yoga, nicht wie tief du kommst. Es ist immer wichtig, dass du das Gefühl hast, genau das Richtige in dem Moment für dich zu tun. Ja, also das heißt, sich da reinzuzwingen, richtig tief, ja, dann irgendwann verspannen sich die Muskeln und sagen Stopp, nicht mehr weiter und dann lassen sich stressen. Das heißt, da passieren im Körper so viele chemische Prozesse wie so Ausschüttung von Cortisol, dass du merkst, okay, das tut dir gar nicht gut, weil der Körper steht unter Stress. Deswegen geh aber so weit, bis du es merkst, eine Dehnung, ja, in den hinteren Oberschenkel auf jeden Fall und in der Hüfte hier. Öffne dich mit den Schultern nach hinten, mit dem Brustbein nach vorne, schöner langer Nacken, atme hier ein und mit der Ausatmung komme von hier in Vierfüßlerstand, mit dem Becken nach vorne und auch mit dem Brustbein nach vorne und aus dem Trizeps schön langsam auf den Bauch absetzen.
eine kleine Kobra. Wir heben Schulter vom Boden weg, das Schambein ist auf dem Boden, Becken auf dem Boden und auch die Fußspanne auf dem Boden. Versuche hier die Rückenmuskulatur anzuspannen und nicht, dass du dich super hart gegen den Boden abstützt. Das wollen wir eher nicht, damit wir eben das ansprechen, was in der Kobra arbeiten soll, die Muskulatur in der Rücken, also entlang der Wirbelsäule. Gut. Und von hier drücken wir uns wieder in Vierfüßlerstand, stellen die Zehen auf und dann der herabschauende Hund. Eine Seite haben wir hier schon. Noch ein Tipp. Du kannst auch super die Blöcke nehmen, um dich zu erhöhen und diesen Übergang sanfter zu machen, also mit dem linken Fuß nach vorne. Da hast du auf jeden Fall mehr Platz, dass das Bein durchkommt und das Knie nicht im Weg ist. Genau, hier gerne wieder die Blöcke ein bisschen höher und nochmal mit dem Fuß vielleicht ein bisschen mehr nach vorne volllaufen, mit den Schultern nach hinten. Oh, und dann genießen. Es kann sein, dass die Seite anders ist als die davor. Natürlich ist das so, dass wir nicht gleich sind, wir sind nicht symmetrisch und das ist ja normal. Das ist der Körper so gebaut. Und wenn du merkst, diese Seite ist ein bisschen, fühlt sich vielleicht kantiger an, versuch vielleicht 1 bis 2 Atemzüge länger zu bleiben und so ein bisschen die Seiten auszugleichen. Irgendwann mit der Zeit. Aber das muss nicht dein Ziel sein, immer alles gleich zu haben. Ich sag dir immer, du hast die Schokoladenseite und dann hast du die weniger süße Seite. Und das ist zum Beispiel bei mir, das ist die gute Seite. Das ist die Schokoladenseite, die andere war anders. Aber jeder ist anders, jeder Körper ist anders. Du atmest, wichtig, du atmest. Lass den Atem nicht ausfallen, weil das ist das, was gerade in den Positionen, wo du hältst, dich da durchbringen kann. Hände wieder zurück auf den Boden, wieder dein Brustbein nach vorne, dass du ein bisschen so eine schiefe Ebene hier kommst. Ellenbogen dicht am Körper, es ist nicht super dicht, sondern ein bisschen geöffnet, aber nicht zu weit nach außen. Und dann auf den Bauch. Und jetzt machen wir unsere Kobra, aber diesmal versuchen wir tatsächlich, die Hände anzuheben. Und jetzt merken wir, okay, was richtig arbeitet. Ne? Die Rückenmuskulatur, Muskulatur, das ist wirklich alles da. Das ist mega schön für, ja, wir kräftigen die Muskulatur an dem Rücken, damit sie sich nicht so schnell, du kannst ruhig aufsitzen, damit sie sich nicht so schnell irgendwie verdreht oder, das kennen wir, ne, im Alltag, wie oft das ist, dass wir uns verheben oder verdrehen. Und oft ist das eben tatsächlich die Schwäche der Muskulatur, die an deine Wirbelsäule verläuft. Von dem herabschauenden Hund laufen wir nach vorne zu deinen Händen, beugen deine Knie und dann rollen Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Hier oben angekommen kannst du gerne deine Schulter zu den Ohren ziehen, einatmen und loslassen, ausatmen, richtig so fallen lassen. Wenn wir hier oben sind, werden wir die Muskulatur so ein bisschen lockern mit so ein paar Beweglichkeitsübungen. Und die erste wäre, Hände hinten, ich sage dir von hinten an dein Steißbein, Finger ineinander verschränken. Schau, wie weit du deine Arme strecken kannst. Du musst nicht super durchstrecken, vielleicht minimal Ellenbogen beugen. Eher wichtiger wäre das, dass du die Hände so ein bisschen weg vom Körper bewegst, okay? Und von hier, was wir machen, wir schwingen von links nach rechts mit den Armen. Dabei kannst du die Knie abwechselnd strecken und beugen. Genau, ganz locker und entspannt. Du kannst dich wirklich schwingen von rechts nach links. Bleibe aufrecht vorne. Und jetzt stell dir vor, du malst eine liegende 8 mit den Händen hinten.
Eine Schlaufe da, eine Schlaufe da und in der Mitte triffst du dich wie so eine 8 zeichnen und dabei auch wieder schwing den Körper wirklich locker. So wohltuend für den Rücken. Super. Und langsam komme zur Mitte, entspanne die Schulter und wir finden uns am Anfang der Matte. Platz haben wir gleich für unsere weiteren Flows nach hinten. Jetzt streck die Arme nach oben, bitte. Schau nach vorne und dann komm in den Stuhl, also bring dein Becken auf einen imaginären Stuhl hinter dir. Versuch den Rücken schön lang zu machen, aktiviere deine Bauchmuskulatur und dann auch die Schulter. Du versuchst mit den Armen so Richtung Ohren zu kommen. Schau, wenn du nach unten schaust, geht der Körper nach unten. Siehst du das? Und wenn du nach vorne schaust, richtet sich der Körper genauso, wie wir ihn haben wollen in dem Stuhl. Also aufrecht und mit dem Blick nach vorne. Mit der Ausatmung bring die Hände zum Boden. Mach den Rücken lang, schaue auf. Du kannst gerne die Hände auf deine Schienbeine legen oder auf deine Blöcke und ausatmen. Wir kommen in den Herabschauen und sehr schön. Jetzt schaue nach vorne zu deinem rechten kleinen Finger und versuche den rechten Fuß genau dahin zu bewegen. Auch hier hast du die Möglichkeit, die Knie abzusetzen und den Fuß nach vorne zu bewegen. Das ist die Eidechse. Knie hinten ist auf dem Boden. Und dann gehe mit dem Becken ein bisschen mehr nach vorne, das was natürlich das Becken und die Hüfte erlaubt. Die rechte Hand an deinem rechten Oberschenkel, so von der Innenseite, und versuche weich mit dem Becken Richtung Boden zu kommen. Okay? Mit dem Becken Richtung Boden und der rechten Ferse. Die rechte Hand schiebt aber sanft das Knie weg von dir. Vielleicht kannst du dich hier noch so ein bisschen rausdrehen. Das muss nicht auf Maximale gehen, aber wieder zu dem Punkt, wo du spürst, dass sich was dort tut. Dann hat die Praxis auch einen Sinn. Die hat ja immer Sinn, wenn du auf die Matte schon mal kommst und einfach Zeit für dich hast und für den Atem. Aber wenn du die Asana-Praxis machst, also die Position, versuch da auch von dort aus das Beste für dich rauszuholen. Also schön das Spüren. Gut. Und dann Hände zum Boden. Wir kommen wieder in Vierfüßlerstand. Die Blöcke, dass sie nicht stören. Bisschen zur Seite. Wieder dein Brustbein nach vorne. Und aktiv aus den Armen nach unten. Jetzt eine höhere Cobra. Atme ein, öffne dich. Wieder deine Po-Muskulatur. Deine Fußspan sind auf dem Boden. Herabschauender Hund zurück. Für die zweite Seite. Der Hund für dich ist vielleicht ein Platz oder ein Ort hier, wo du so ein bisschen durchatmen kannst, resetten kannst, den Kopf fallen lassen kannst und auch noch vielleicht Gedanken, die da noch so drin sind, auch mit jeder Ausatmung ein bisschen unwichtiger machen kannst. Und jetzt die linke Seite, linker Fuß an der linken Außenkante, rechtes Knie ablegen. Was du machen kannst, auch dir den Block für die Hand hier als Unterstützung zu nehmen. Und auch hier die linke Hand wandert an dem linken Oberschenkel, also Innenseite. Und wir drehen, wenn es geht, uns ein bisschen über die linke Schulter. Ja, dass du auch hier in deinem Brustkorb schön diese Dehnung spürst und natürlich in der Hüfte und vor allem auch hier in den Hüftbeuger, ne? Oberschenkel. Das ist der Hüftbeuger, das ist der Stressmuskel, sagt man auch. Das heißt, wenn er sich verspannt, heißt das für den Körper, wir sind im Stressmodus. Wir sind richtig angespannt und da bauen sich auch sehr gerne schon mal Blockaden von einem inneren Stress oder psychischem Stress, überträgt sich das Ganze auf den Körper und blockiert vielleicht diesen Muskel. Deswegen kann es sein, dass es ein bisschen Zeit dauert, bis der Muskel sich hier öffnet. Ja, also lass dir diese Zeit. Wir kommen wieder in Vierfüßlerstand und wieder nach vorne und aus den Armen
schön auf den Bauch. Atme ein, die Cobra. Kannst du diesmal gerne dich mit den Händen ein bisschen wegschieben und die Bauchmuskulatur lang machen und herabschauender Hund. Schick dein Becken nach oben und der Kopf locker. Die Kopfeskrone zeigt Richtung Boden. Super schön. Und wir laufen wieder nach vorne, Schritt für Schritt. Diesmal beugen wir die Knie. Wir setzen uns wieder auf unseren Stuhl. Heb deine Arme, öffne dich hier, atme ein. Und mit der Ausatmung bring die Hände zum Herzen. Und entspanne hier oben. Sehr gut. Wie ich schon versprochen habe, hier oben werden wir so uns ein bisschen lockern, vor allem die Wirbelsäule ein bisschen lockern. Wenn wir viel sitzen im Tag, das ist einfach super, super angenehm und der Körper bedankt sich bei dir bestimmt dafür. Später. Wir schwingen die Arme jetzt um die Taille. Das ist ganz entspannter Schwung. Stell dir vor, du wirfst die Arme aus den Schultertaschen und dabei klopft dein Becken oder deine Niere noch besser so ein bisschen ab. Das aktiviert den Entgiftungsprozess. Also die Niere ist ja für die Entgiftung des Körpers zuständig. Und es gibt die Berührung oder dieses Klopfen, gibt so Signale an unsere Energiebahnen und an unsere Nerven, die unterhalb der Haut direkt liegen, dass die Organe besser aktiviert werden können. Also richtig Schwung noch mit einer schönen Aktivierung. Was will man mehr? 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mag ich gerne, so funktionelle Sachen zu machen. Und dann langsam entspannen. Und dann kommen wir wieder an Anfang der Matte. Bring die großen Zehen, wenn du magst, zusammen. Du kannst die Füße auch so leicht auseinander machen und die Fersen auch leicht. Jetzt beugen wir die Knie, das, was wir schon gemacht haben, also setzen uns ein bisschen tiefer. Schau auf deine Knie, dass sie nicht zu sehr nach vorne ragen, sondern eher, dass du die Zehen von oben noch siehst. Und dann schwingen wir die Arme mal nach vorne, nach hinten und vielleicht drehen uns gleich hier leicht ein bisschen aus, deinen Brustkorb, und dabei federn wir aus den Knien. Auch sehr schön für die Kniegelenke und Fußgelenke, so für die Beweglichkeit. Auch hier natürlich Beweglichkeit der Arme. Aber was schön bei diesen Schwingenbewegungen ist, dass du eben alles lockerst. Ja, also du spannst nicht die Muskulatur so mega an, sondern eher versuchst du so ein bisschen aus dem Schwung alles zum Fließen zu bringen, zu lockern. Sehr schön für das Lymphsystem, das Bindegewebe, das sich auch oft vom Stress eben verklebt. Und langsam zur Mitte kommen und nochmal der Stuhl, atme ein und ausatmen, vorbeugen. Mach den Rücken lang, atme ein und stelle beide Füße wieder nach hinten. Super. Jetzt gehen wir wieder mit dem rechten Fuß nach vorne. Wenn du das Gefühl hast, es ist dir zu schnell oder du brauchst Pause, mach Druckpause in dem Video, setz dich hin, atme ein paar Mal durch und dann komm wieder zurück. Dafür ist das schön und dafür ist das da, dass du von zu Hause aus praktizieren kannst, dass du auch in deinem Tempo das machen kannst. Also, wir stellen die Zehen auf, kommen in den herabschauenden Hund, entweder Knie zum Boden oder direkt mit dem Fuß zwischen deine Hände. Der linke Fuß dreht ganz auf, 90 Grad. Hier können wir gerne auch den Block nutzen, an die Außenkante des Fußes, für den seitlichen Winkel. Arm und Knie, ich zeig dir das von vorne. Ist der Platz hier vielleicht? Arm und Knie, die arbeiten zusammen. Versuch nicht das zu machen, okay? Weil das ganz schön verletzen, deine Handgelenke auf Dauer. Nicht Handgelenke, sondern die Kniegelenke. Versuch dein Knie zum Arm und genau hier als Einheit das genau zu halten.
Und dann öffnest du dabei noch besser deine Hüfte. Öffne den linken Arm nach oben. Atme hier ein und schaue zu deiner Hand und drück dich mit der rechten Hand gegen den Block. Und die linke Hand zieh dich schön nach oben hoch. Atme nochmal ein und von hier löse die Hand von dem Block auf dein Schienbein und strecke das vordere Bein für das Dreieck. Achte auf deine Schulter, dass sie übereinander gestapelt sind und nicht, dass der Arm nach hinten geht und die Schulter vorne bleibt, sondern die Schulter soll mit sich öffnen und der Arm ist die Verlängerung deiner Schulter. Super. Hände zum Boden, vorne Knie beugen, komm in die Planke. Jetzt wird ein bisschen aktiver, nur wenn du möchtest. Du kannst die Knie ablegen oder hier gehe mit deinem Brustbein nach vorne und langsam auf den Bauch absetzen. Du suchst auch die Intensität für dich aus. Cobra, atme ein, herabschauender Hund, atme aus. Wunderbar. Noch eine Seite, linker Fuß nach vorne. Nimm dir den Block an deinen linken Fuß, dreh den hinteren Fuß auf. Das gleiche wieder hier, Arm und Knie sind auf einer Linie und wir öffnen den rechten Arm nach oben. Nochmal, nicht der Arm nur, das ist, was ich viel sehe in den Yoga-Klassen, die ich unterrichte, sondern drehe den Brustkorb mit, also die Schulter kommt mit und der Arm nach oben. Drück den Fuß, den vorderen Fuß schön in den Boden. Nochmal beim Halten helfen dir, die Position da durchzuhalten. Quasi. Gut, jetzt deine Hand auf dein Schienbein und fahre so weit wie du kannst, dass du hier noch eine Stütze hast, aber auch schöne lange Seiten. Beide Seiten sind lang. Schulter noch mal ein bisschen vielleicht nachziehen. Die rechte Hand zieh dich nach oben hoch, atme ein. Und mit der Ausatmung komme nach vorne. Schau, dass du jetzt den hinteren Fuß nach vorne bewegst in die Vorbeuge. Greif deine Ellenbogen mit beiden Händen und dann versuch dich hier so ein bisschen auszuhängen. Super. Locker deinen Kiefer, locker dein Gesicht. Und schwerer Oberkörper, die Knie sind gebeugt. Kannst du dir vorstellen, dass der Bauch so Richtung Oberschenkel geht, ganz schwer nach unten. Löse deine Hände und dann rolle nach oben zum Stehen auf. Und die letzte Runde hier oben, dass wir den Körper wieder so ein bisschen lockern. Der Stand ist ein bisschen weiter als die Hüfte, Hände in deine Hüfte. Und jetzt drehe mit deinem Becken schöne Kreise, ausgestreckten Beinen und versuche Kreise wirklich seitlich vor und hinten rauszuholen, rausschieben die Hüfte. Das lockert super den unteren Rücken, ne? Wenn du da Verspannung hast, auch vom Sitzen oft. Also Kreise helfen, dass die Muskulatur sich da so ein bisschen entspannen kann und du wieder ganz normal dich bewegen kannst, weil ich kenne das auch. Früher habe ich ein paar Sachen in die andere Richtung mich verhoben mit ein bisschen schweren Gewichten und dann hatte ich Rückenschmerzen und ich konnte kaum laufen, aber ich wusste, dass ich mich bewegen muss, um wirklich die Muskulatur wieder warm zu machen, um dann sie zu lockern. Also Bewegung ist immer die beste Alternative, wenn du denkst, dass du dich nicht bewegen kannst.
Gott sei Dank ist der Rückenschmerzen weg durch viel Bewegungstraining und Yoga. Und jetzt kommen wir am Anfang der Matte nochmal. Von hier aus sind zwei Möglichkeiten. Entweder verschenkst du die Finger hinten am Steißbein, das was wir schon gemacht haben, streckst du die Arme und hebst du die Arme so ein bisschen weg vom Körper, wie das, oder greifst deine Ellbogen mit deinen Händen. Egal welche Option du machst, beide öffnen die Vorderseite und das ist das, was wir haben wollen. Das heißt, wir schieben das Herz hier mit nach vorne, die Arme, schieben das Herz nach vorne und hier das Gleiche, das ist sowieso ein Gegendruck. Hier mit dem Brustbein vor und Arme nach hinten. Von hier, der rechte Fuß geht nach hinten. So ein Abstand, ja 60, 50 cm, je nachdem wie groß du bist. Der hintere Fuß ist leicht nach außen geöffnet. Komm in eine gefühlte Rückbeuge, das heißt, du schaust nach oben Richtung Decke, neige nach hinten und mit der Ausatmung beuge nach vorne über das linke Bein. Versuch die linke Hüfte nach hinten zu bewegen, die Schulter schauen vor oder Richtung Boden, je nachdem wie tief du kommst. Aber nochmal, das ist nicht wichtig, wie tief du kommst. Suche diesen Sweet Punkt sozusagen, diesen süßen Punkt, wo du das spürst, diese Dehnung. Schaue eher nach vorne und nicht zum Knie. Wenn du zum Knie schaust, rundest du den Rücken. Wir wollen langen Rücken machen und mehr die Streckung in der Rückseite des Beins spüren. Da, wo der Stress auch oft sitzt. Und langsam aufrichten und lockern. Und jetzt löse deine Hände von den Ellbogen, spreize die Beine schön in so eine Grätsche hier auf der Matte, die Füße parallel zueinander und die Hände hin. Atme ein, schieb dein Herz nach vorne und mit der Ausatmung Becken nach hinten. Und schau jetzt, wie tief du kommst, ohne Hände oder ohne Hilfe der Hände. Geh langsam und spüre die Länge in den Beinen und spüre die Dehnung dorthin. Schieb die Außenkanten nach außen noch mehr, dass du da so eine gute Erdung hast. Und langsam, vorsichtig aus dem Becken kommst du wieder nach oben. Und wir wechseln die Seite. Die Matte tanzt. Die schiebt sich immer auf den Teppich. Oh je, das ist schon wirklich viel. Ich muss mal ein bisschen vorziehen. Das heißt, wir waren in der Grätsche und jetzt den rechten Fuß nach vorne. Das heißt, jetzt ist der rechte Fuß vor und der linke folgt. Das gleiche hier, wir greifen die Ellbogen, schieben das Brustbein nach vorne, öffnen uns, atmen ein und mit der Ausatmung mit langen Rücken gehen wir jetzt vor das rechte Bein und beugen über das rechte Bein, schieben die rechte Hüfte nach hinten und auch wieder finde diese Stelle, wo du das spüren kannst. Atme. Versuche locker dein Gesicht zu halten, also dass der Kiefer auch sich nicht verspannt. Druck den rechten großen Zeh in den Boden. Das aktiviert ein bisschen mehr die vorderen Muskeln des Beins und lockern die Rückseite. Gut. Und von hier langsam aufrichten. Noch einmal vielleicht. Kleine Rückbeuge und wir kommen zurück. Nochmal diese Grätsche. Diesmal öffnen die Füße nach außen. Die Fersen sind mehr nach innen, so wie Charlie Chaplin Füße. Hände in deine Hüften. Und deine Knie gehen nach außen, so Richtung deine Füße. Und so tief du kannst, mit aufrechten Rücken hier zu halten. Und jetzt pulsieren, kleine pulsierende Bewegung wieder. Dieser Mini-Schwung, der auch die Muskulatur lockert, auch wenn sie
super arbeitet hierbei, ich weiß, aber das Bindegewebe um die Muskulatur wird dadurch gelockert, die Flüssigkeit kommt richtig raus und alles kann besser fließen. Und dadurch können sich wirklich viele Verspannungen lösen. Noch für 10, 9, ich weiß, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Und streck die Beine. Wir kommen wieder mit den Füßen nach vorne. Rechter Fuß vor. Und der Berg. Einmal durchatmen. Spürst du Wärme in dem Becken, in der Hüfte? Und das fühlt sich richtig gut an. Wir haben jetzt was Gutes, was Tolles. Atme ein, Arme nach oben. Schau zum Himmel. Oder stell dir vor, da ist schöner Himmel über dich. Und Vorbeuge, atme aus. Mach den Rücken lang, atme ein. Und nochmal der herabschauende Hund. Atme aus. Als Belohnung für die Arbeit, die wir gemacht haben, setz deine Knie nun zum Boden und wir setzen uns hin. Wir kommen in den Schmetterling, bring die Fußsohlen zueinander. Wir haben ja schon die Hüfte recht gut geöffnet. Du kannst die Hände an den Schienbeinen oder am besten sogar hinten am Becken absetzen. Und hier so ein bisschen eben bewegen, so die Flügelchen flattern lassen. Drück die Fußsohlen zueinander und vielleicht nimm dein Becken so ein bisschen enger, so Richtung deine Fersen. Schieb dein Herz nach vorne, dass du dich schön hier öffnest. Und wir flattern. Und noch für 5, 4, 3, 2 und 1. Das rechte Bein zur Seite strecken, den linken Fuß an den Oberschenkel. Und wenn das Knie hier oben ist, weil die Hüfte vielleicht noch nicht so weit ist und noch nicht so geöffnet, kannst du den Block drunter legen. Rechte Hand auf dein linkes Knie, der linke Arm zieht dich hoch. Und dann gehen zum seitliche Dehnung hier. Nochmal, das Ziel ist nicht super tief zu kommen, weil dann kompensierst du mit der Ausrichtung das oft. Sondern versuche dich eher nach oben zur Decke zu öffnen und aus der Hüfte in die Fingerspitzen diese Länge suchen. Und dorthin atmen. Ja, wenn du denkst, ja, das ist alles schön weich, dann kannst du auch den Fuß greifen, um so einen Widerstand zu haben und dich von dort aus noch ein bisschen auszurichten. Aber nochmal, das ist überhaupt nicht das, wonach wir hier unbedingt suchen. Und vorsichtig langsam wieder aufrichten. Wir wechseln die Beine, linkes Bein zur Seite, rechter Fuß an dem linken Oberschenkel. Die linke Hand auf das rechte Knie, das ist einfach besser, um dich aushängen zu können. Dann zu deinem linken ausgestreckten Bein, leg Richtung beide Sitzhöcker auf dem Boden, wenn es geht, also nicht anheben, die rechte Pobacke. Und Länge spüren. Und das auch dekompressiert den Rücken so schön, wenn du dich so aushängen kannst und so auseinanderziehen kannst. Macht Platz natürlich für mehr Beweglichkeit. Sehr gut. Und dann aufrichten. Komm in den Schneidersitz, wenn du magst. Kannst auch einen anderen Sitz wählen. Wichtig stabil, dass du dich hier zum Schluss aufrichten kannst. Bring die Arme nach oben. Atme ein und Hände vom Herzen. Atme aus. Drück die Hände zueinander für 3, 2, 1. Locker die Schulter. Nochmal nach oben ein und wieder vom Herzen aus. Und nochmal drück die Hände zueinander für 3, 2,
1, letztes Mal. Atme ein und aus. Hände vor dein Herz. Für 3, 2 und 1. Und entspann die Hände auf deine Knie. Du kannst gerne in Shavasana gehen, deine Endentspannung, dich hinlegen. Mach das, was sich jetzt gerade für dich richtig tut. Nach so einer Praxis ist das einfach wunderschön, so diese Energie zu ernten. Oder du setzt dich so wie ich hin und einfach schließt die Augen für einen Moment, dass du jetzt die Praxis nachspüren kannst und einfach nochmal in den Körper hineinhören kannst, wie sich jetzt nach den 30 Minuten, vielleicht 40, anfühlt und einfach genieße diese Ruhe auch im Kopf, die entstanden ist dadurch, dass wir eher den Fokus auf den Körper, die Position, auf die Atmung gerichtet haben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du mit mir auf der Matte heute warst und mich besucht hast und wir gemeinsam praktizieren konnten. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Stunden dich interessieren würden. Ich würde nämlich sehr, sehr gerne einmal die Woche immer ein Video reinstellen, damit wir uns regelmäßig sehen können. Also gerne deine Vorschläge, schreib mir gerne, wie es dir gegangen ist und alles, was du so an Gedanken hast zu dieser Stunde. Ich danke dir ganz herzlich. Namaste.